Leute. Moin Leute, wahrscheinlich wird heute wieder kein gutes Video entstehen. Liegt daran, dass unser Anders ja gerade den Geist aufgegeben hat. Wir sind richtig schön in die Schleuse reingefahren, da hat noch alles funktioniert. In der Schleuse wollte er nicht mehr. Wir haben wieder unser Boot rausgezogen und da hinten kommt jetzt gerade das Boot, was uns zum Schleusenparkplatz rüberzieht, weil wir wieder hier so an der Spundwand steht. Da hinten kommt jetzt gleich ein Boot. Das zieht uns dann quasi darüber zum Schleusenparkplatz. Und jetzt ist der Plan, wir brauchen einen Außenbordmotor. Wir werden nicht genügend Zeit haben, damit wir das jetzt alles hier so spontan reparieren können. Wir haben hier keine Adresse, wo was hingeschickt werden kann etc. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt einen Außenbordmotor besorgen. Dann werden wir hier hinten an die Badeplattform montieren. Und zwar ungefähr da. Und dann einfach lange Strecke machen. Also der ganze Plan ist ja schon baden gegangen und dementsprechend gehen wir jetzt einfach alle zusammen eine Runde schwimmen. Naja, was machst du halt, wenn es scheiße läuft? Ich würde sagen, erstmal eine Runde baden, hä? Und ein paar Stunden später, beziehungsweise ewige Stunden nachdem wir eBay Kleinanzeigen durchsucht haben, hat dann so spontan doch noch jemand geantwortet. Das war echt, das war knapp. Vor allen Dingen, weil wir den am gleichen Tag abholen wollten und es auch noch Sonntag war. Es hat sich aber jemand gemeldet, wir haben uns dann das Auto von unserer Mutti geschnappt, sind quasi direkt losgefahren, damit wir den, wenn möglich, noch am gleichen Abend verbauen können und testen können. Das war zumindest unser Ziel. Wir sind tatsächlich auf dem Weg im Auto. Es ist immer noch Sonntag. Es ist immer noch Sonntag. Wir fahren jetzt nach Berlin. Wir sind so ungefähr, 30 Kilometer und kaufen einen Außenborder. Und den hängen wir dann hinten ran. Und dann fahren wir heute noch weiter. Also zumindest machen wir noch eine Testfahrt mit der Möhre. Und ja, das machen wir jetzt. Schönes Pferd hast du in der Fresse. So Leute, wir haben den neuen Motor geholt. Er ist da hinten, neben dem Fahrrad. Jetzt geht's zurück und dann wird die Möhre eingebaut und dann geht's auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter heute. So, hello. Wir brauchen jetzt einen Spiegel an unsere Badeleiter. Das ist sehr cool. Das heißt, wir machen das hinter die Leiter. Dann machen wir Leisten ran. Hier halten dieses fette Brett. Vorne an der Leiter. Und dann kommt da ein Spanngurt rum. Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert wie gedacht. Der Motor war zwar an der Badeplattform, aber das ganze Gebilde war so wackelig und instabil, dass man die Leine nur ein einziges Mal anreißen konnte. Und nach diesem einen Versuch, wo der Motor dann lief, war die ganze Konstruktion so wackelig, dass man überhaupt gar keinen Zug mehr auf die Leine bekommen hat. Der Motorspiegel, den wir gebaut haben, der war halt einfach nicht stabil genug, wenn man ganz ehrlich ist. Also am nächsten Morgen das gefühlt 1000. Mal in den Baumarkt auf dieser Tour. Weil wir gesehen haben, ey, da gibt's Baubohlen. Und Baubohlen sind ja wirklich so dicke Dinger. Und die sollten so einen 25 PS Außenborder eigentlich halten. So zumindest der Plan. Wir haben dann quasi diese Bohlen geholt, sind dann wieder zurückgefahren, haben alles verschraubt und waren optimistisch, uns auf den Weg nach Schwerin zu machen. Kleiner Spoiler, so einfach war es nicht. Aber wir konnten immerhin wieder losfahren, wir konnten unterwegs sein und das Boot sozusagen ein bisschen über den Fluss schieben. Wir sind wieder unterwegs. Nach so ungefähr 9 Kilometern war es dann soweit, dass wir gesagt haben, ey, also wir fahren zwar, aber geil ist es nicht. Denn du musstest die ganze Zeit gegenlenken und egal was du gemacht hast, sobald ein bisschen Wind kam, drückte dich dieser direkt ans andere Ende des Kanals und du hast erstmal gefühlt eine halbe Stunde dagegen gelenkt. Die Lenkung war super schwer, weil im Endeffekt haben wir ja normalerweise das Ruder direkt hinter der Schraube und wir haben dann probiert mit dem großen Ruder natürlich trotzdem noch zu lenken. Das war super schwer und als ein Schubverband kam, da war das echt so, boah ey, wir mussten rechtzeitig einschlagen, dass wir wirklich an dem Ding vorbei manövrieren können und das war uns einfach ein bisschen zu riskant und gefährlich. Der Motor hat dem ganzen Boot zwar Schub gegeben, ne, ist ja immer noch ein Verdränger, aber das war keine Dauerlösung. Also wir konnten damit nicht bis noch irgendwie 200 Kilometer fahren. Mit super viel Glück haben wir dann einen Hafen gefunden, in dem wir erstmal die nächsten Monate stehen bleiben konnten. Ja, und das haben wir dann auch erstmal gemacht. Wir haben hier hinten mal ein bisschen aufgeräumt, noch nicht ganz, aber die Dinger schon mal hier so ein bisschen an den Rand gemacht.
und den Motor schon mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Der Tank kommt dann noch weg. Und hier stehen wir jetzt. Ja, und auch der Grund, warum so lange kein Video kam, so wie ihr es da gerade gesehen habt, blieb das Boot jetzt erstmal 2 bis 3 Monate stehen. Weil wir hatten super viele Projekte auf unserer Arbeit, also wir haben ja auch mit Videografie und sowas zu tun und Schnitt und den ganzen Kram. Ich mache ja super viel mit Marius zusammen, da war eine Menge zu tun und ist auch aktuell immer noch zu tun. Aber wir mussten uns natürlich auch drum kümmern, weil im Endeffekt hatten wir den Platz jetzt bis Oktober und mussten zusehen, dass das Boot gegebenenfalls auch weggefahren werden kann. Und die Liste, die dort abzuarbeiten war, war wirklich lang. Auf dem Programm standen komplett neuen Kabelstrang machen, einen neuen Anlasser, eine neue Lichtmaschine. Komplett neues Armaturenbrett bauen. Mit neuen Geräten, weil wir hatten die Vermutung, der Anlasser lief mit, hat sich selber zerschossen, weil es einen Fehler im Kabelbaum gab. Und ihr werdet sehen, das war eigentlich kein Wunder, das war ein bisschen blind, dass wir es nicht von Anfang an ausgetauscht haben. Also ist das jetzt quasi unsere To-Do, die wir schaffen müssen, damit das Boot wieder fährt. Alter, ist es lange her, dass ich eine Kamera in der Hand gehalten habe und da reingesprochen habe. Ganz ehrlich, krass. Wir sind seit Ewigkeiten mal wieder hier. Ihr seht im Hintergrund, hier liegt richtig viel Kram. Eine Challenge. Die Hälfte seht ihr noch nicht. Genau. 1,5 Tage, kompletten Kabelbaum vom Motor neu machen, komplette Schaltpaneele neu machen, alle Instrumente neu machen, Anlasser, Lichtmaschine neu machen. Es wird witzig. Legen wir los. So, wir haben hier auf jeden Fall massiv viel Material. Das sind alles Anzeigen für ein neues Schaltpanel. Was heißt Schaltpanel? Für hier den Steuerstand, das Armaturenbrett sozusagen. Ne? Dann haben wir hier einen neuen Anlasser. Nummer 3. Ja, der 3. mittlerweile. Und da hinten ist etwas, was wir die ganze Zeit noch gar nicht hatten. Was dumm war, dass wir es nicht auf dem Schirm hatten. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was es ist, falls es jemand weiß. Dann haben wir noch irgendwo ein Brett rumliegen, da ist es. Und dieses Brett kommt dann halt hier drauf. Das wird unsere neue Klappe, ne? Weil ganz ehrlich, ihr habt es ja in den Videos immer schon gesehen, da unten, das sieht aus wie absolut Kraut und Rüben, das braucht keiner. Das machen wir komplett neu. Steuerstand ist oben. Ich habe hier schon mal alles angefangen zu beschriften, was es ist. Wir müssen jetzt alles rausnehmen, damit dieses ganze Panel hier raus kann. Dann unser neues Brett rein kann mit den ganzen neuen Geräten. Deswegen werde ich jetzt hier einmal alle Kabel nach und nach abmachen, abziehen, dass ich hier weiß, wo was ist. Alles schön beschriftet und dann wird der ganze Spaß gleich einmal neu verkabelt werden hier. Da brauche ich aber noch einen kleinen Schraubendreher für, da muss ich mal gucken, wo der ist. So, jetzt ist hier so gut wie schon mal langsam alles ab. So ein Kram kommt dann hier komplett neu alles. Zack. Zack, alles ab. Und jetzt müssten wir eigentlich alles nach oben rausnehmen können. So, der Plan war von mir eigentlich auch, dass wir dieses alte Panel hier noch benutzen können. Ob das so klappt, weiß ich nicht, weil die neuen Geräte halt teilweise größer sind. Das müssen wir dann gleich einfach mal ausprobieren. Das wird sich alles zeigen. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier einen neuen Kabelbaum komplett reinkriegen. Das raus. Oh, das war geil. Wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da hat eine gefragt, ob sie für ihren Mann ein Projekt Beluga-T-Shirt kaufen kann. Okay. Zum Geburtstag. Okay. Als Überraschung. Und ich so, nee, sorry, haben wir leider nicht irgendwie in Produktion oder so. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann noch, wer weiß, mal schauen. Habt ihr Interesse an Projekt Beluga-Shirts? Schreibt es mal in die Kommentare. Mit unserer Bow-Nummer. Bow-Nummer. Oh, der Tisch ist so geil. Das wird jetzt hier ein Spaß, glaube ich. Das Teil abzubauen oder was? Mhm. Weil die Schrauben sowas von durch sind. Ei. Also die sind wirklich... Da kannst du was rausziehen wahrscheinlich und danach... Umhalten kurz. Ja, rausziehen und dann danach einen neuen. Ja, wir haben unten auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mhm. Am Klavierband. Ja. Ja. Oh, papierig, ne? Voll Schiss gleich so richtig. Oh, was war das? Ist es jetzt durchgebrochen? Nee. Scheiße, man muss wahrscheinlich eher den ganzen Steuerstand raus, ne? Ausgesägt und angepasst und schön.
Besser als vorher. Ja. So, währenddessen habe ich hier hinten schon mal die Kiste mit Altelektronik gefüllt. Hier mal das DTN-Blech von seinem alten Schund befreit. Aber ich glaube, es wird schwierig, das hier noch irgendwie mit einzubauen. Aber ich habe das Zündschloss rausbekommen und es sah ziemlich genauso aus wie unseres. Lampen habe ich drin gelassen, weil die gingen ja noch. Und jetzt wird hier professionell gleich gelochbohrt und dann kommen da die Anzeigen rein. Das sieht eigentlich schick aus, wie es da drauf sitzt. Ja, wir haben hier so ein bisschen schwarzen Kreis, aber... Ja, abschleifen. Und man muss da eh nochmal drüber oder sowas. Also. Das stimmt. So, und in der Zwischenzeit, wo die Kamera geladen hat, waren wir natürlich fleißig. Die Geräte sind drin. Ich habe gesehen, wie wir das Loch gebohrt haben. Jetzt wird hier noch kurz ein bisschen ausgestemmt, damit, wo auch immer es liegt, das Zündschloss auch vernünftig da reinpasst. Da haben wir jetzt hier ein Stück rausgetrennt. Zündschloss. Schön. Ohne dass es sich mitdreht. Das jetzt sieht gut aus. Passt, alles, gar kein Problem. Ja Leute, hier ist es, ne? Also bisher ist schon mal einiges drin, einiges fehlt natürlich auch noch, aber das ist erstmal die Grundausstattung. Die Fläche für dort würde ich mir tatsächlich fürs Radio freilassen, über den Paneelen. Ja. So dass es dann auch richtig bündig eingesetzt ist später. Aber ansonsten schön, kann man mal machen. Motorraum. Na, was meint er? Haben wir geschafft? Tja, wenn man keinen Schlüssel hat, wa? Ja, jetzt also mal wieder Improvisation 4000.